Unter Websites entwickeln verstehen viele, ich programmiere eine Website. Dazu nutze ich dann HTML, CSS, eventuell JavaScript und ein Backend. Aber Websites wirklich auch zu veröffentlichen und von vorne bis hinten fertigzustellen, erfordert einiges mehr und weniger. Websites sind nicht nur auf eurem PC, sie können von jedem im Internet angesehen werden. No shit, Sherlock. Wir wollen uns heute aber mal wirklich jeden einzelnen Schritt ansehen, der nötig ist, um eine Website wirklich nach da draußen zu bringen. Wir werden uns aber auch ansehen, was genau ihr davon vielleicht heute auch schon automatisieren könnt. Das gesamte Video heute entsteht in Kooperation mit Hostinger, die einen KI-Website-Builder haben. Ich werde hier immer wieder Beispiele einbringen, wie einzelne Tätigkeiten mit Hostinger einfach leichter sind. Aber selbstverständlich ist die Liste hier nicht vollständig. ChatGPT, Midjourney, KI ist mittlerweile ein Buzzword, das ist mir klar, aber an vielen Stellen können KI-Tools oder einfach intelligent eingesetzte Werkzeuge diesen gesamten Prozess der Website-Erstellung bei euch beschleunigen, sodass ihr plötzlich gar kein HTML, CSS, JavaScript mehr programmieren müsst. Ihr müsst gar nicht mehr programmieren, im besten Fall. Im Grunde also ist Website-Entwickeln alles, nur eben nicht das, was man sich klassisch unter Website-Entwickeln vorstellt. Im ersten Schritt brauchen wir nämlich so eine Domain. Eine Domain führt klassischerweise dazu, dass man nicht mehr die IP-Adresse eingeben muss, um eure Website zu sehen. Dadurch könnt ihr aber euch überhaupt erstmal eine gewisse Marke aufbauen, eine Erkennbarkeit erreichen. Ob jetzt da 80.40.42.1337 steht, weiß ich nicht, um was es geht. Wenn da steht the-morpheus.de, vielleicht schon ein bisschen besser. Und das wird dann natürlich gespeichert oder auch geteilt. Mittlerweile ist eine Domain aber auch noch für viel, viel mehr wichtig. Suchmaschinen, die ignorieren Websites ohne Domain fast immer. Mit einer guten Domain hingegen kriegt ihr extra Begriffe, wonach gesucht werden kann, um auch wirklich gefunden zu werden. Und vor allem braucht ihr Domains für HTTPS, also Verschlüsselung. Das geht ohne Domain einfach nicht. Achso, und wenn ihr eine E-Mail-Adresse haben wollt, ja, dann braucht ihr auch eine Domain. Also, okay, wir brauchen unbedingt so ein Ding. Also klassischerweise brauchen wir einen Domainnamen, der natürlich verfügbar sein muss. Nehmen wir nun für mich also einfach mal the-morpheus.me, also meine Domain, die auch jetzt bei Hostinger liegt. Eine Art Portfolio-Website wird darauf entwickelt. Der Name the-morpheus.de, der ist natürlich schon weg, weil da irgendjemand wohl schneller war als ich, dieser Schlingel. Naja, egal. Will man diese Domain nun registrieren, dann brauche ich einen Domain-Registrar, sowas wie eben zum Beispiel Hostinger. Die sind nämlich der Vermittler zwischen uns Kunden und den Organisationen, die die Top-Level-Domains verwalten, also .de, .me, .com und so weiter und so fort. Entscheide ich mich für die Domain themorpheus.me oder lass mir zum Beispiel einfach einen besseren Domainnamen bei Hostinger mit KI generieren, dann kümmern die sich darum, dass dieser Domainname eingetragen wird und der Eintrag auch wirklich an alle rausgegeben wird, damit jeder weiß, was eigentlich the-morpheus.me oder wo das eigentlich zu finden ist. Dabei kommt DNS zum Einsatz und wir müssen uns gar nicht drum kümmern. Super gut. Ursprünglich war das alles manuell, mittlerweile ist das alles ein Klick geworden. Und ja, das ging auch schon zu Zeiten vor KI. Okay, gut, der nächste Schritt. Hosting. Hier kommt es ultra auf euer Projekt drauf an. Wenn es eine ganz einfache Portfolio-Website ist, damit ihr einfach nur eine Webpräsenz habt, die ihr zum Beispiel auf eine Visitenkarte packen könnt, okay. Ist es ein Webshop oder ist es vielleicht sogar ein Custom-Projekt, also wirklich was komplett eigenes? Naja, wenn es letzteres ist, dann geht ihr eher den klassischen Weg, so wie wir das bei der Academy gemacht haben. Ihr braucht dann einen Hoster, der muss euch einen Server vermieten und sogar vielleicht einen Cloud-Anbieter könnt ihr wählen. Dort müsst ihr dann alles wirklich von Hand einrichten und auch dazu habe ich schon einige Videos gemacht. Aber ehrlicherweise, die meisten Websites heutzutage sind gar nicht so komplex. Die meisten sind zum Beispiel einfache Webshops, wo ich beispielsweise mein Merch und kleinere Produkte verkaufen kann. Ich habe da schon ein paar Ideen, was ich machen möchte, aber die sind noch nicht ausgereift. Also bleibt es aktuell erstmal bei meinem Merch, den ich schon fertig habe. Dass ich das aber als einfach bezeichnen kann, das ist eigentlich sehr, sehr beeindruckend, denn eigentlich sind Webshops wirklich komplex. Beim Hosting unterscheidet man hier allerdings zwischen Managed Hosting oder einem eigenen VPS, einem Virtual Private Server. Ein VPS bietet sehr viel mehr Flexibilität natürlich, während beim Managed Hosting, da habe ich einfach
eine Lösung, die schon fertig ist und man muss sich eben nur noch um den Inhalt kümmern. Das ist dann meist ein Content-Management-System, wie zum Beispiel WordPress, kann aber auch wie bei Hosting ein eigener Bereich mit Website-Builder sein. Gut, und damit haben wir jetzt erstmal die Möglichkeit, mit der Entwicklung überhaupt zu beginnen, sodass es am Ende auch wirklich für alle verfügbar ist. Jetzt, da wir also anfangen können zu entwickeln, sollten wir genau das eben noch nicht machen. Wir brauchen normalerweise für Software erstmal einen Plan. Also, welche Struktur soll eure Seite haben? Was soll überhaupt drauf auf die Seite? Was soll verlinkt werden? Und wie soll überhaupt das Layout aussehen? Das ist dieser Teil, bei dem die Vollblut-Theorie-Informatiker immer Panikattacken und Schnappatmung bekommen. Mich eingeschlossen. Design! Here's Johnny! Glücklicherweise gibt es aber auch dafür eine KI bei Hostinger. Sie erstellt für euch basierend auf einem anderen Projekt, was auf die Website drauf soll, wie das Ganze auszusehen hat. Dabei werden aber natürlich auch Farbschemata zum Beispiel festgelegt, an die sich eine Website halten sollte. YouTube zum Beispiel, das ihr jetzt gerade sehen könnt, hat rot für Icons und Akzente, weiß für die Texte und dann eben natürlich einen dunkelgrauen Hintergrund, zumindest im dunklen Modus. Die Schriftart wird festgelegt, runde Buttons oder eckige Buttons, das ist immer so eine Designfrage. Und natürlich die Animationen, mit denen ihr den ganzen Content einblenden wollt. Das muss ich natürlich alles erstmal überlegen und, naja, festlegen. Und das macht man eben in dieser Phase. Ich hatte das alles in meinem letzten Tutorial für Hostinger schon mal gezeigt, deswegen lasst uns den Schritt ganz schnell überspringen, bevor ich wirklich eine Panikattacke bekomme. Und weiter geht's mit dem Schritt, den kein Freelancer für euch jemals übernehmen kann. Der Inhalt, also was soll da drauf? Ja, ihr müsst auch Texte schreiben. Speziell für eine Landingpage muss natürlich ein gesunder Mix aus Bildern, Inhalten, Videos, Texten und was ihr eben sonst noch alles drauf haben wollt, her. Und ja, der muss natürlich produziert werden. Es gibt ja ein paar Tricks, die ich gerne mit euch teilen möchte. Zum einen ist das natürlich der KI-Textgenerator von Hostinger, der mir überhaupt mal eine große Hilfe war, was ich überhaupt drauf machen könnte. Denn ich persönlich habe einfach ein Problem damit, mich online so zu präsentieren, wie man das wohl machen sollte. Glaubt man nicht, ich weiß, aber ist trotzdem so. Ihr könnt natürlich aber auch einfach mit ChatGPT gerade bei den Formulierungen Hilfe bekommen und ihr könnt je nach Projekt auch super KI-generierte Bilder benutzen, wenn ihr zum Beispiel einfach Stockbilder braucht. Hostinger hat einen Logo-Generator und für Stockbilder gibt es DALL-E 3, Stable Diffusion oder natürlich Midjourney. Die kennt ihr vielleicht aus meinem Video von letztem Sonntag. Aber entgegen meiner Formulierung zu Privacy, die ihr ja kennt, ist es halt bei der Portfolio-Webseite leider von Vorteil, wenn man euer Gesicht sieht. Denn ja, es ist ein Portfolio. So, und wenn ihr das alles habt, also einen Plan, was ihr auf welche Unterseite packen wollt und natürlich die Inhalte selbst, dann geht's los. Jetzt kann man coden, coden und coden. Es gibt hier zwei Teile bei jeder Webseite, einmal das Frontend und einmal das Backend. Mit was ihr anfangt, das ist erstmal Geschmackssache und eure Sache, aber manche entwickeln sogar beides parallel. Aber ihr müsst heutzutage gar nicht mehr selbst programmieren, da kommen wir gleich dazu. Das Frontend ist allerdings der Teil eurer Webseite, der direkt an jeden einzelnen Besucher eurer Webseite übermittelt wird und dann von deren Browser ausgeführt wird. Also das Visuelle, das man auch wirklich sehen kann. Dementsprechend wird dort üblicherweise mit HTML der Inhalt eingefügt, mit CSS das Layout definiert und mit JavaScript dann dynamische Veränderungen wie zum Beispiel Klicks auf einen Button oder Animationen verarbeitet oder einfach das Ganze ein bisschen dynamisch gemacht. Das würde ich jetzt alles sagen, wenn ihr wirklich ein eigenes Projekt starten wollt. Für eine Portfolio-Webseite hingegen ist das einfach nicht mehr nötig. Hostinger bietet euch zum Beispiel die Möglichkeit, einfach Elemente reinzuziehen und stellt diese dann einfach so dar, wie ihr sie eben über den Website-Builder angeordnet habt. Wichtig ist aber bei dem Builder und auch beim Selbstprogrammieren, diese verdammten Mobilgeräte immer zu bedenken. Man spricht hier vom Responsive Layout. Das wird in CSS mit Media Queries erreicht, aber auch eben im Website-Builder müsst ihr das immer bedenken. Es gibt dort speziell eine Ansicht für Mobilgeräte, in der ihr unbedingt kurz nachschauen solltet, ob alles wirklich so angeordnet ist, wie ihr das wollt. Denn Mobilgeräte sind natürlich einfach deutlich schmaler und deutlich höher als ein PC-Bildschirm. Aber lasst mich das nochmal betonen. Bei Website-Bildern oder CMS wie WordPress seid ihr hier natürlich eindeutig eingeschränkter. Es geht darum, möglichst schnell ein schönes Ergebnis zu bekommen.
Etwas wie den Skilltree, den wir in der Academy haben, das könnt ihr hier kaum bis gar nicht darstellen. Ihr könnt bei Hostinger zwar eigenen Code einbinden, aber für so ein großes Projekt wie die Academy empfiehlt sich schon eine eigene Entwicklung. Das kann ich aus sehr traumatischer Erfahrung mit eigener WordPress-Entwicklung definitiv berichten. Naja gut, ein Webshop ist aber übrigens ein kleines bisschen anders. Bei einem Webshop wollt ihr natürlich Produkte präsentieren, das wäre das Frontend. Ihr wollt aber auch gleichzeitig euren Kunden die Möglichkeit bieten, es direkt einzukaufen. Es wäre ja irgendwie ein bisschen doof zu sagen, ey, guck mal, das biete ich alles an und jetzt komm bitte hier vorbei, ich will es dir irgendwie vor Ort verkaufen. Das wäre dann so 1990er. Dazu braucht ihr aber, wenn ihr das online verkaufen wollt, ein Backend. Das Backend läuft auf dem Server, also nicht beim Besucher der Webseite, und dadurch könnt ihr Code geheim halten und, naja, Informationen wie eben Zugriffstokens, Logins, Nutzerdaten etc. speichern. Eine Zahlung zu empfangen ist grundsätzlich nämlich ein heikler Prozess. Auch müsst ihr für den Versand natürlich Adressen speichern und es wäre natürlich schlecht, wenn hier plötzlich einfach alle Adressen bei allen Kunden wären. Das wäre dann Frontend only. Und deswegen greift hier die DSGVO natürlich auch. Übrigens sowas wie PayPal zu integrieren, aber gleichzeitig bitte natürlich auch Google Pay, Apple Pay, Kreditkarten und 42 andere Zahlungsmethoden. Das alles zu unterstützen ist sehr viel Arbeit und hat uns damals einiges an Kopfschmerzen bei der Academy bereitet. Einfacher ist es, wenn man einen ganz stinknormalen Webshop von der Stange aufsetzen will, den zum Beispiel andere für einen verwalten. Bei Hostinger beispielsweise könnt ihr einfach so eure Produkte einfügen und die machen dann den Rest für euch. Klar, dazu braucht ihr natürlich Produkte, Fotos dieser Produkte und einen Preis, aber ich traue euch mal zu, dass wenn ihr einen Shop aufmachen wollt, dass ihr das hinbekommt. Könnt ihr auch mit dem Smartphone machen. Ihr bekommt aber automatisch natürlich den Warenkorb generiert und auch Zahlungsoptionen werden euch automatisch angeboten. Es steht auch hier natürlich Komfort versus Flexibilität. Klar. Fertig programmiert oder eingerichtet und jetzt sind wir eigentlich good to go live, oder? Falsch. Ihr müsst unbedingt noch den Leuten überhaupt sagen, dass ihr eine Website habt. By the way, ich habe eine Website. Ihr findet sie unten in der Beschreibung. Ihr könnt also entweder Influencer werden und euer ganzes Leben hinterfragen oder ihr macht SEO, Search Engine Optimization. Das Ziel davon ist, in den Suchergebnissen natürlich weiter nach oben zu rutschen, aber machen wir uns nichts vor. Dass eine neue Website gefunden wird, ist sehr unwahrscheinlich heutzutage. Mittlerweile reicht es uns eigentlich schon, wenn die Suchmaschinen uns halt nicht komplett vergessen. Mund zu Mund ist in Zeiten von Social Media und TikTok insgesamt einfach viel wichtiger. Dennoch sollte man sich zumindest ein bisschen um die Suchmaschine kümmern. Ihr findet dazu aber einfach keinen Kurs von mir, weil ich es einfach mittlerweile gar nicht mehr so wichtig finde, sich darum zu kümmern. Es gibt Tools, die das für euch übernehmen können. Hostinger hat genau an so einen SEO-Guide gedacht und geht das Ganze mit euch gemeinsam einfach durch. Website-Titel richtig wählen, nur eine große Überschrift, die ihr sogar mit KI natürlich optimieren könnt. Ganz ehrlich, ich persönlich bin deutlich schlechter darin als die KI und es macht mir auch einfach keinen Spaß, mich um SEO zu kümmern. Da konzentriere ich mich dann insgesamt einfach lieber auf Videos für euch und ja, lasst die KI den Teil machen. Okay, zu guter Letzt gilt wie für jedes IT-Projekt, ihr seid niemals fertig. Wenn ihr nichts mehr dran macht, dann wird das Projekt sterben. Das ist einfach mit jedem Projekt so. Das kann natürlich je nach Projekt ein bisschen dauern, aber ein Design aus den 1990ern wird einfach auch heutzutage nicht mehr gern gesehen und so wird es auch in den nächsten 20 Jahren dann auch wieder aussehen. Um hier also möglichst sinnvolle Änderungen durchzuführen, da schwören alle Manager auf Analytics. Es kommt natürlich auch hier drauf an, was ihr vorhabt. Bei der Academy verwenden wir überhaupt keine Analytics. Dort will ich einfach persönlich mit euch in Kontakt treten und so rausfinden, was ihr am meisten braucht und euch einfach auch die Möglichkeit geben, über wahnsinnig viele Möglichkeiten mich zu kontaktieren. Das ist aber natürlich deutlich zeitintensiver und anstrengender. Aber ich persönlich mag es lieber. Deswegen sind wir aber zum Beispiel viel langsamer. Bei Hostinger geht natürlich auch dieser Prozess automatisiert. Und ich finde, dort sieht man ganz gut, was möglich ist. Klar. Erstmal rausfinden, wie viele Nutzer überhaupt die Seite besuchen. Das sind bei mir aktuell natürlich nicht viele auf dieser Portfolio-Webseite, weil sie gerade erst fertig geworden ist. Und besonders spannend finde ich aber bei diesen ganzen Funktionen die KI Heatmap von Hostinger. Die definiert nämlich, wo die Nutzer sich aufhalten, also sprich, was genau sie sich besonders lange und wie lange ansehen werden. Zumindest geschätzt. Basierend auf einem KI-Modell wird das nämlich erstmal berechnet
und ungefähr abgeschätzt. Dadurch wisst ihr zum Beispiel, wo ihr bei eurer Webseite mehr Akzente setzen solltet und was das alles bewirkt. Alternativ könnt ihr auch Google Analytics und Co. natürlich einbinden, aber ich persönlich bin ein bisschen zögerlich und ihr wisst warum. Okay, also, was heißt das jetzt eigentlich für uns Entwickler? Wird also alles immer mehr automatisiert und werden wir unnötig? Naja, definitiv wird alles immer mehr automatisiert. Informatiker haben einfach diese inhärente Angewohnheit, alles, was sie nervt, zu automatisieren. Das steht quasi in unserer Berufsbeschreibung drin. Wir wollen also auch unsere eigene Tätigkeit automatisieren, um mehr Zeit für, naja, was auch immer zu bekommen. Deswegen ist der gesamte Prozess mittlerweile auch echt simpel geworden und benötigt kaum bis gar keine technischen Fähigkeiten mehr. Aber wenn ihr etwas Besonderes wollt, ja, dann müsst ihr nach wie vor selbst dran. Mit eingebetteten Code oder einem ganz eigenen Projekt. Und für mich ist das aber auch immer der Teil, der mir am meisten Spaß macht. Sprich, mehr Spaß und weniger der Teil, der eben doch nicht so viel Spaß macht. Das ist doch eigentlich was ziemlich Cooles. Ein paar letzte Worte allerdings nochmal ganz kurz zu Hostinger. Das ist ja schon das zweite Video zusammen mit ihnen und sie haben euer Feedback schon umgesetzt. Eure Website, die ihr mit deren Website-Bilder umgesetzt habt, die könnt ihr jetzt auch problemlos exportieren und bekommt dann alle Seiten, alle Blogposts, Fav-Icon, SEO-Informationen, Cookie-Banner, Integration und so weiter und so fort als HTML und könnt das dann auch einfach im Code bei euch lokal bearbeiten, wenn ihr das wollt. Damit könnt ihr natürlich auch einfach anfangen und dann immer mehr fancy und custom aufhören. Das finde ich an sich ziemlich cool und so bietet es auch einen sehr leichten Einstieg, mit dem man aber trotzdem sehr schnell komplett professionell werden kann, wenn man das möchte. Schaut deshalb auf jeden Fall unten mit dem Link in der Beschreibung bei ihm vorbei und danke fürs Zugucken. Viel Erfolg bei eurem Projekt.